Summit Shine 600L, 6 Meter Fahrzeug mit Längsbetten, ein sehr beliebtes Pösselmodell. Warum das so beliebt ist, das zeige ich dir in diesem Video. Schön, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Medes. In der Summit Shine Familie, da gibt es die 5,40 Meter Fahrzeuge, die 6 Meter Fahrzeuge wie dieses, die 6,40 Meter Fahrzeuge, die unterscheiden sich immer in der Badgröße, in der Größe an der Dinette, natürlich im Längs- oder im Querbett. Und hier habe ich einfach ein schönes, kompaktes Auto mit den Längsbetten drin. Wenn wir uns das außen angucken, ich habe hier schöne Alufelgen drauf, die sind Option. In allen Summit-Modellen habe ich diese Rahmenfenster, die hochwertigen Rahmen-Seitsfenster verbaut. Ich habe hier ein schönes Dekor mit diesen Streifen, die das Ganze sportlich machen, den Schriftzug drauf. Auf Wunsch kann man sich das, wenn man so ein Fahrzeug bestellt, auch komplett weglassen und ohne Dekor bestellen. Und meine Drittstufe hier, meine elektrische Drittstufe, die ist immer in der Serie mit dabei. Wenn wir hier hinten ins Heck reinschauen, dann sehen wir schon, dass es hier die Längsbetten gibt. Wir sehen, dass es bei allen Längsbettenfahrzeugen wie hier keine Fenster in den Hecktüren in Serie gibt. Das ist immer eine Option. Ich empfehle das sehr, die mitzubestellen, weil wenn man dann mal ein schönes Plätzchen hat in den Bergen, wenn man im Norden irgendwo am See steht, in Finnland, Schweden, Norwegen da oben oder dort in den Bergen und morgens aufwacht, dann ist das schon wunderschön, wenn man hinten zum Fenster rausgucken kann. Die sind in unseren Längsbettenfahrzeugen nicht in Serie dabei, die Fenster in den Hecktüren, weil manche mit den Füßen hier auf der Seite schlafen oder dann das Kopfkissen da ins Fenster rein, ans Rollo dran, ans Mückengitter dran. Da kommen sie dann in Konflikt und da kann das eine oder andere dann defekt werden. Von daher sind sie in Serie nicht mit dabei, aber wie gesagt, ich empfehle sie. Ich habe hier auf dieser Seite, in diesem Schrank, in diesem Kasten mein Gasfach drin. In Serie hat dieses Fahrzeug immer eine Gasheizung verbaut, die Truma Kombi 4. Kombi heißt Heißwasser und Heizung. Ich habe auch immer die Option bei diesem Fahrzeug eine Dieselheizung, Diesel mit Elektro oder Gas mit Elektro zu bestellen. Aber wie gesagt, in Serie ist immer die Truma Kombi 4 Gasheizung mit drin und dafür stehen die Gasflaschen hier hinten drin. Hier passen 2x11 Kilo rein und das Schöne hier dran, ich komme hier wunderbar von hinten dran, um meine Gasflasche zu wechseln. Wenn ich mich für eine Dieselheizung entscheide, dann langt mir auch eine kleine Gasflasche zum Kochen und dann habe ich hier drin entsprechend noch Stauraum. Auf der gegenüberliegenden Seite, hinter diesem Schrank, da verbirgt sich mein großer Wassertank. Groß heißt 100 Liter passen da rein. Unter der Matratze hier, unter meinem Rost, da habe ich die Öffnung, da komme ich an meinen Hahn dran. An dem Hahn, da kann ich mein Wasser ablassen, wenn ich vom Urlaub heimkomme, mein Frischwasser. Und ich habe 2 Reinigungsöffnungen, 2 Reinigungsdeckel, wo ich bis zu der Schulter reingreifen kann und meinen kompletten Tank auswaschen kann, wenn ich das möchte. Und hier auf der Seite dran, da habe ich mein Einfüllstutzen, mein Deckel für mein Frischwasser. Und wenn ich dann auf dem Stellplatz bin, stecke ich da den Schlauch rein und mein Wassertank läuft voll. Wenn ich mal viel Platz brauche, um sperrige Sachen mitzunehmen im Kofferraum, vor allem sperrige Sachen in die Höhe, dann kann ich ganz einfach meinen Bettrost hier nach oben machen und hier oben einklipsen. Jetzt brauche ich 2 Hände dazu. Und dann habe ich auf der einen Seite zumindest schon mal hochgeklappt. Das kann ich natürlich hier genauso machen. Ich mache mein Zwischenbrett raus mit den Matratzenteilen. Mache meine Streben raus. Das ist alles im Nu auf- und abgebaut, so dass ich dann da auch mal einen Transporter habe. Hier auf meinem Holzboden, da habe ich 4 Verzurrösen. Da kann ich mein Material, was ich dann transportiere, schön mit einem Spanngurt festmachen, so dass mir nichts hin und her rutscht. Was hat man im Reisealltag so im Kofferraum drin? Allermeistens sind es die Stühle, die Tische, eine Kiste mit der Technik drin. Technik, da meine ich Wasserschlauch, Kabeltrommel, Auffahrkeile, was man dann halt so auf dem Stellplatz für die Infrastruktur dort brauchen kann. Und das hier ist jetzt mein Längsbett. Ich habe auf der Seite zu der Küche hin, da habe ich 2 Meter in der Bettlänge und auf der anderen Seite, da ist mein Bett ein bisschen kürzer. Und jetzt sieht man das hier so schön und ist auch ein Grund, warum dieses Fahrzeug Summit Shine heißt. Einfach, weil es auch innen drin schön scheint durch diese LED-Lichtstreifen hier in den Schränken, die Hinterleuchtung von den Schränken oben. Was übrigens auch vorteilhaft ist, wenn man die aufmacht und abends wenig Licht hat. Da scheint das Licht hier durch die Fuge durch und man sieht dann schön in die Schränke rein. Ist sozusagen zusätzlich noch eine Schrankbeleuchtung. Diese Lichtstreifen da oben. Und diese Lichtstreifen, die ziehen sich durchs ganze Fahrzeug. Hier einmal komplett an den Schränken rum, vorne an der Dinette. Das macht in dem Auto eine sehr, sehr schöne Stimmung.
Ich habe auf dieser Seite von der Küche hier ein Regal, das von ganz hinten nach ganz vorne durchgeht, zum Kleinigkeiten reinräumen, zum Handy reinlegen, wenn ich es abends auflade, zu meine Bücher und so weiter reinmache. Vorne an der Küche kann ich meine Gewürze reinmachen und oben drüber einmal komplett rum meine Schränke. Und da auch immer hier eine Sicherung, wenn ich dann mein unterstes T-Shirt rausziehe, dass nicht alles andere auch gleich mit rauskommt. Ich habe an den Schränken hier keine Griffe, keine Knöpfe dran. Ich greife einfach unten drunter. Da habe ich schön Platz für meine Finger und klappe das so nach oben. Und hier habe ich jetzt mein eines Fenster auf der einen Seite. Genau dasselbe Fenster habe ich nochmal auf der anderen Seite drüber. Das sind meine Seitenfenster und die sind auch ein bisschen höher gesetzt, dass ich hier schön mit meiner Decke, mit meinen Knien Platz habe und nicht in meine Fenster reinkomme. Da habe ich meinen Lichtschalter, da kann ich getrennt voneinander meine Lichter hier im Schlafzimmer schalten. Und ich habe eine Lichtleiste und diese Lichtleiste, die ist auch ganz gut gemacht. Auf der ganzen Länge kann ich da meine kleinen LED-Leuchten reinmachen an der Stelle, wo ich sie gerade möchte. Und genauso gibt's da dazu für vorne an der Dinette habe ich auch so eine Lichtleiste für vorne und für hier hinten gibt's da den USB-Stecker, so dass ich dann mein Handy dran aufladen kann. Und da sieht man es jetzt auch schön, wie das aussieht ohne Heckfenster. Mit Heckfenster kriege ich noch mehr Licht rein, wobei ich schon durch die Seitenfenster und durch mein Fenster oben, durch mein Heki hier auch schon schön Licht ins Fahrzeug reinkriege. Dieser Summit 600L ist auch ein Stauraumwunder. Er hat so viele große Stauräume, zum Teil auch versteckt. Einer davon befindet sich hier unter der Matratze. Wenn ich diese Matratze hier hochhebe und dann kommt da ein riesengroßer Kleiderschrank raus mit einer Kleiderstange drin, die ich auch rausnehmen kann, wenn ich möchte. Und da geht's vom Bad bis hinten zum Gaskasten von der Länge her, da kriege ich richtig viel Sache unter. Und nochmal so einen Kleiderschrank habe ich hier auf der anderen Seite drüber. Der ist ein bisschen kürzer, weil ja da der Wassertank noch verbaut ist. Aber auch da habe ich so viel Platz drin. Diesen Schrank kann ich zum Beispiel als Wäscheschacht nutzen oder eben für anderes großes Material. Am Einstieg vorne habe ich eine Treppe, die mich aufs Bett hochführt. In der einen Treppe drin habe ich auch nochmal Stauraum und ich habe hier rechts von mir und gegenüber zwei Schränke. Nochmal der Schrank, der geht in mein Fach rein, was ich euch schon gezeigt habe. Hier auch von der Seite zugänglich und mein anderer Schrank gegenüber genauso. In meinem Summit 600L habe ich das schöne Schwenkbad. Das Schwenkbad, das funktioniert dann, wenn man draußen vom Bad ist. Ich kann es jetzt nicht ganz rüberklappen, aber ich kann es andeuten. Wenn ich das hier rüberklappe, habe ich die Dusche auf der einen Seite oder dann eben die Toilette und mein Waschbecken mit Spiegel auf dieser Seite. Und wenn ich dann dusche, dann stelle ich mich rein, mache den Holzfußboden zuvor raus und dann habe ich hier schön Platz für meine Dusche. Ich habe keinen Vorhang, der dann danach abtrocknen muss, sondern hier dieses wasserfeste Material verdreckt das, dass das Wasser drauf geht. Und ich muss auch keine Angst haben, dass hier durch meine Dusche was darüber spritzt zum Waschbecken hin. Und durch mein optionales Fenster hier nach außen kann ich wunderbar danach lüften. Hier im Bad habe ich eine aufgesetzte Waschschüssel. Das Besondere an dieser Waschschüssel in dem Modell ist, dass ich die schön nach außen drehen kann und dann schön mit meinem Kopf drüber komme, um mein Gesicht zu waschen und fürs Zähneputzen. Ich habe einen hinterleuchteten Spiegel rechts und links und ich habe hier oben drüber nochmal einen großer Spiegel und einen Schrank, der sich da dahinter verbirgt, wo ich dann meine Badsachen reinmachen kann. Und wenn jemand sagt, der Spiegelschrank, der ist mir zu klein im Bad, der kann zusätzlich diese Bad- oder Toiletten-Organizer mitbestellen. Das sind kleine Taschen, die ich dann auch mal auf dem Campingplatz mit in meine Toilette rübernehmen kann und dann einfach wieder hier reinhängen kann. Dieses Dekor hier in diesem 600L, das nennt sich Elegance. Das gibt es in allen Summit Shine Modelle als Option. Es gibt einmal das graue Holz und dann einmal diese schöne hellere Holzoptik. Ich habe jetzt hier in diesem Modell die Doppelsitzbank mit drin. In Serie habe ich hier immer einen Einzelsitz. Wenn ich aber im Vorfeld schon weiß, ich fahre auch manchmal zu viert und brauche die beiden Plätze hier, dann ist die Doppelsitzbank gut. Und wenn ich den Einzelsitz in Serie hier habe,
Da kann ich mich auch entscheiden bei einer Bestellung zu sagen, ich will nicht gleich die ganze Sitzbank wie hier, sondern nur optional den zweiten Sitz. Und dann kann ich den zu Hause stehen lassen, den zweiten Sitz. Und wenn ich dann mal zu viert wegfahre, kann ich den mit reinmachen. Der Vorteil von so einer Sitzbank wie hier ist, dass ich, wenn ich dann mal im Urlaub bin, mich auch schön auf diese Bank hinfletschen kann und da gemütlicher sitze, weil der Einzelsitz, der ist zwar, wenn ich drin sitze, gemütlich durch die seitliche Verstärkung hier, aber wenn ich dann mal quersitzen will auf dem Einzelsitz, oder auch wenn der zweite Sitzplatz dran ist, da ist es mit dem Quersitzen nicht so gut. Das geht auf dieser Doppelsitzbank am besten. Und auch hier über der Dinette mein schönes Fach da oben, mein Hängeschrank oben drauf, auch hier mit dem Rausfallschutz. Und auch das alles schön beleuchtet und hinterleuchtet. Hier unten dran, wie auch im Schlafzimmer hinten, meine kleine LED-Leuchte, die ich rein und raus machen kann. Und hier habe ich jetzt den Spot drin und wie gesagt, nicht den Spot, habe ich falsch gesagt, den USB-Adapter, Doppelstecker USB ist das. Und den kann ich hinten oder vorne reinmachen und dann meine kleinen Geräte. Oder, was ich auch in meinem habe, ein kleiner Ventilator mit einem USB-Stecker, den kann ich hier einstecken. Schön festmachen da, an der Seite mein kleiner Ventilator. Und dann, wenn es heiß ist, dann kann ich es mir da gut gehen lassen. Auch mein Fensterrahmen hier, der da so schön hinterleuchtet ist und farblich abgesetzt ist, macht das Ganze sehr schön. Und mein Tisch, jetzt habe ich gerade den Gurt hier gelöst, den man während der Fahrt dran machen kann. Mein Tisch, den kann ich einmal so nach oben ziehen und rausholen. Und dann habe ich da einen schönen Tisch, wo ich mir gut gegenüber hocken kann zum Essen. Und wenn ich nicht den großen Tisch brauche, dann kann ich den wieder zurückklappen und meinen kleinen Beistelltisch rausmachen. Und da kann ich dann meine Schüssel mit den Chips und mein Gläsle Wein auch schön draufstellen. Und im Boden drin, auch da habe ich nochmal ein schönes Staufach. Da kann ich Schuhe reinstellen oder mein Hundefutter reinmachen oder halt andere Sachen, wo ich nicht so oft dran muss. Unter meiner Sitzbank hier drunter, da habe ich beim Einzelsitz natürlich dann auch entsprechend unterm Einzelsitz, da habe ich meine Heizung drunter verbaut. Die schöne, schlichte Küche, da habe ich 2 extra Abdeckungen, jeweils fürs Kochfeld und für mein Spülfeld. Ich habe einen versenkten Wasserhahn. Auch hier schön, dass der dunkel ist, dass der schwarz ist. Hier habe ich meine Bedienung für mein Gasfeld. Meine Piezo-Zündung, die ist integriert in meine Knöpfe. Wenn ich drauf drücke, dann kommt's Gas, beziehungsweise kommt der Funke raus fürs Gas und Gas kommt natürlich dann auch raus. Und da habe ich schön Platz für meine 2 Töpfe, die ich dann hier drin danach gut spülen kann. Und an der Wand da dahinter habe ich 230 Volt. Ich habe einen USB-C-Anschluss. Diese beiden Steckdosen sind immer in Serie mit dabei. Und direkt darüber, da habe ich meine Lichtleiste, dass ich beim Kochen auch entsprechend gut sehen kann. Unter meinem Koch- und Spülfeld habe ich meine Schubladen. Eine Besteckschublade oben, dann darunter einfach nur Schubladen für meine Töpfe und Lebensmittelvorräte. Wenn ich mal besonders viel Arbeitsfläche brauche und mir die große Arbeitsfläche nicht ausreicht, dann mache ich hier meine zusätzliche Arbeitsfläche hoch und kann da noch meine Salatschüssel draufstellen. Und unter meiner großen Arbeitsfläche hier, da habe ich nach vorne öffnbar meinen Kühlschrank. 100 Liter passen da rein. Ich habe ein Gefrierfach, das ich, wenn ich das möchte, komplett rausmachen kann. Habe unten mein Gemüsefach. Da habe ich wirklich viel Platz für meine Lebensmittel, die ich kühlen möchte. Und was schön ist an diesem Kühlschrank, wenn ich da einmal drumherum gehe und nach draußen gehe, den kann ich auch hier von draußen, wenn ich schnell mal dran will, öffnen, weil er beidseitig öffnbar ist. Und auch immer in Serie mit dabei ist hier dieses Mückenrollo, so dass die Plagegeister mich nicht stören. Auch das hier ist eine Besonderheit in der Summit Shine Familie, dieses Multiroof. Das kann ich optional mitbestellen. Jetzt ist es nach oben geklappt. Ich habe schön Kopffreiheit. Ich kann das komplett nach draußen machen und in die Garage stellen, wenn ich noch mehr Kopffreiheit möchte. Oder wenn ich sage, ich will aber meine Jacken und meinen Regenschirm irgendwo hinlegen, dann drücke ich die Knöpfe hier rein und mache diese Ablage nach unten. Habe hier noch einen Schutz, einen Rausfallschutz mit dran. So habe ich ein zusätzliches Fach geschaffen, das nicht großartig im Weg ist und ich noch schön Ablagemöglichkeit habe. Und wenn ich dann mal meine Kreuzworträtsel mache oder was anderes, wo ich gutes Licht dazu brauche und hier vorne hocke, dann habe ich hier extra eine Leselampe mit Touch,
so dass es da auf dem Beifahrersitz und auf dem Fahrersitz hier entsprechend schön hell ist. Den Summit Shine 600L, den gibt's auf dem Citroën, so wie hier, den gibt's auf dem Fiat, den gibt's auf dem Peugeot, den gibt's mit 2 Motorisierungen, einmal 140 PS, das ist dann immer ein Gangschalter. Oder wenn du sagst, du willst ein bisschen Stoff geben und willst ein Automatikfahrzeug, dann ist da 180 PS der richtige für dich. Ich habe auch bei allen 3 Fahrzeugen, Citroën, Peugeot, Fiat, die Möglichkeit, entsprechende Assistenten, wenn ich die möchte, mitzubestellen, wie zum Beispiel Tortwinkel, Notbrems oder andere Assistenten, so dass ich dann das entsprechend auf mein Fahrverhalten anpassen kann. Auch in allen Summit Shine Modellen mit dabei ist hier am Beifahrersitz außen dieser Drehknopf. Mit diesem Drehknopf, da kann ich die Batterie komplett abstellen, so dass, wenn ich zum Beispiel den Winter über mein Fahrzeug 1, 2, 3 Monate stehe habe, dass ich keine Spannung mehr drauf habe. Einmal Knopf rumdrehen, dann ist der Saft komplett weg. So schön scheint unser Summit Shine 600L. Er besticht durch die Längsbetten, er besticht durch das schöne Lichtkonzept, durch die schönen hellen Möbel, die ich hier drin habe. Da wird der Urlaub ganz bestimmt noch schöner. Wenn du Interesse an dem Fahrzeug hast, dann melde dich gern bei mir, melde dich bei uns und dann geht's auch schon bald für dich los in deinen Urlaub mit deinem Shine.